Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das Geheimnis ist gelüftet. Wir wissen jetzt, wer der 150 Millionen Euro Transfer war. Und zwar Julian Álvarez. Oder doch nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was verrückter ist. Real Madrid hat es offiziell gemacht. Sie haben 150 Millionen für Julian Álvarez angeboten hat. Oder, was wahrscheinlich noch verrückter ist, Atletico Madrid hat dieses Angebot abgelehnt. Doch meiner Meinung nach steckte hinter diesem Angebot etwas ganz anderes. Was ich meine, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns auch über Álvaro Arbeloa. Real Madrid hat es offiziell gemacht. Er ist nicht mehr der Trainer von Real Madrid. Wir unterhalten uns über José Mourinho, denn Benfica hat es offiziell gemacht. Er wird der neue Trainer von Real Madrid. Wie das wieder passiert ist, erkläre ich euch natürlich auch. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns auch über einen Spieler, der abgestiegen ist mit seiner Mannschaft, der es nicht in den Kader von Portugal in die WM geschafft hat und für den trotzdem ein José Mourinho All-In gehen möchte. Nämlich Matheus Fernandes. Wer daran interessiert ist, wie viel West Ham für ihn haben möchte, etc. All das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor wir mit den ganzen verrückten Themen heute anfangen, kommen wir erstmal zu Daten und Fakten und Zahlen vor allem. Denn Real Madrid hat es gestern offiziell gemacht. Das Trikotsponsoring mit Emirates wird um 5 weitere Jahre verlängert. Wie ihr lesen könnt, 5 weitere Saisons gemeinsam. Real Madrid und Emirates verlängern ihre Sponsoring-Vereinbarung und setzen eine Partnerschaft fort, die auf Exzellenz, Ambition und einer gemeinsamen Vision für die Zukunft aufbaut, denn das ist erst der Anfang. Genau. Und dieser Trikotsponsorvertrag von Real Madrid schreibt Geschichte. Es ist der größte in der Welt des Fußballs. Real Madrid wird jetzt jährlich 100 Millionen Euro an Trikotsponsoring bekommen. Für die Fußballmannschaft, für die Frauenfußballmannschaft und für die Basketballmannschaft. Alle drei werden also den gleichen Sponsor tragen. Und das, wie gesagt, ist der größte Deal in der Geschichte des Fußballs. Ja, und ich glaube, der höchste Deal bisher waren 80 Millionen. Also Real Madrid in den nächsten 5 Jahren 500 Millionen Euro dafür, dass Emirates auf den Trikot steht. Ja, wer das bei Real Madrid auf der Trainerbank nicht mehr erleben wird, ist ein Álvaro Arbeloa. Denn auch das hat Real Madrid gestern offiziell gemacht. Es gab einige Statements gestern von Real Madrid. Lesen wir uns das von Arbeloa zusammen einmal durch. Offizielle Stellungnahme Arbeloa. Real Madrid und Álvaro Arbeloa haben eine Einigung erzielt und seine Amtszeit als Cheftrainer beendet. Real Madrid ist Álvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Zeit im Verein, angefangen in unserer Jugendakademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat. Er verkörperte die Werte unseres Vereins. Real Madrid, das immer seine Heimat bleiben wird, wünscht Álvaro Arbeloa und seiner ganzen Familie alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt. Ja, wie gesagt, ein Álvaro Arbeloa hat das schon in der letzten Pressekonferenz selber vorausgesagt oder angekündigt. Jetzt hat Real Madrid es formell offiziell gemacht und ihr kennt meine Meinung. Álvaro Arbeloa war diese Saison in einer unmöglichen Lage. Der hat eine kaputte Kabine übernommen, die untereinander komplett zerworfen war, wegen dem Fall Xabi Alonso, wegen einem Trainer, der neue Methoden reinbringen wollte, für verwöhnte Spieler, die keine Lust hatten auf neue Methoden, keine Lust hatten auf zu lange Trainingsvideos, Taktikvideos, die keine Lust hatten auf die neuen Methoden von dem Xabi Alonso. Und als ein Álvaro Arbeloa als Feuerwehrmann reingeworfen wurde, hatten die Spieler keinen Respekt vor ihm, waren der Meinung, er hat nicht die nötige Erfahrung, um die Kabine von Real Madrid zu leiten. Und wiederum, er hatte in dem Fall 3 Lager in einer Kabine. Das Xabi Alonso Lager, das Anti-Xabi Alonso Lager und das spanische Lager, das der Meinung war, ein Álvaro Arbeloa setzt nur auf die Ausländer. Also wie gesagt, er hatte eine unmögliche Aufgabe, hat sie meines Erachtens so gut es ging gelöst. Ja, und weiß Gott, wenn Camavinga in München nicht diese dämliche gelb-rote Karte bekommen hätte,
Vielleicht hätte er sogar einen überraschenden sportlichen Erfolg mit Real Madrid erzielt. Ich drücke ihm die Daumen und ich hoffe, ein Álvaro Arbeloa verdient sich woanders seine Sporen und kommt in ein paar Jahren als erfolgreicher Trainer zurück. Denn eins ist klar, einen größeren Madridista als ein Álvaro Arbeloa wird es auf der Trainerbank von Real Madrid nie geben. Ja, und während Real Madrid das offiziell gemacht hat, hat Benfica Lissabon quasi den Transfer von José Mourinho nach Real Madrid offiziell bekannt gemacht. Und wie das? Ganz einfach, Benfica Lissabon ist ein börsennotierter Verein. Und die sind ihren Aktionären gegenüber verpflichtet, neue Informationen, wenn es um den Verein geht, zu teilen. Und das haben sie gestern gemacht. Die Benfica SAD hat der CMVM mitgeteilt, dass Real Madrid die Absicht formalisiert hat, José Mourinho für einen Beitrag von 15 Millionen Euro zu verpflichten. Wobei der Trainer seine Zustimmung erteilt hat. Danke, José Mourinho. Ja. Und es gab einige Gerüchte, wie sieht die Transfersumme, in welcher Höhe muss Real Madrid latzen, damit ein José Mourinho am Ende Trainer von Real Madrid ist. Ja, und aus den 7 Millionen Euro sind im Endeffekt 15 Millionen Euro geworden. Und einige, ich habe es euch schon mal erklärt, werfen jetzt einem Enrique Riquelme hierfür die Schuld vor die Füße und sagen, du bist schuld mit deinem Wahlkampf, aber ich sehe das anders. Ein Florentino Pérez hätte es nicht nötig gehabt, Wahlen zu annoncieren. Und dadurch, dass er Wahlen annonciert hat, hatte ein Enrique Riquelme das gute Recht, seine Kandidatur in den Ring zu werfen. Vor allem, er ist ja der Meinung, ein Florentino Pérez wollte den Verein verkaufen und er kämpft in seinem Verständnis für die Interessen der Socios. Und wie gesagt, ich bin und bleibe der Meinung, der Wahlkampf war etwas Gutes für Real Madrid. Das Feuer in dem Florentino Pérez wurde wieder geweckt. Ein Riquelme hat den Finger in Wunden gelegt, die in den letzten 2 Jahren bei Real Madrid tatsächlich da waren. Ja, und leider muss Madrid dafür jetzt einen Preis zahlen. Aber weiß Gott, vielleicht sind diese 8 Millionen Euro Mehrkosten im Endeffekt eine gute Investition für Real Madrid, wenn sich die Institution dafür in die richtige Richtung bewegt. Ja. Und dass diese Institution sich in die richtige Richtung bewegt, dafür möchte ein José Mourinho teilen. Und gestern gab es diese exklusiven Bilder, die ich euch jetzt einblende. Und was ihr da seht, ist zum einen Jorge Mendes, der Repräsentant von einem José Mourinho, aber nicht nur von einem José Mourinho. Jetzt wird's spannend. Dann seht ihr auch einen José Ángel Sánchez, der weiterhin als CEO von Real Madrid agiert. Also diese ganzen Gerüchte, was da kommt, ob er nicht mehr Präsident sein soll etc. Anscheinend bleibt er Präsident oder CEO von Real Madrid. Und ihr seht auch Juni Calafat. Auch da gab es Gerüchte, dass Florentino unzufrieden ist und er den Verein verlassen sollte. Aber da war wahrscheinlich viel heiße Luft dabei. Ihr seht, die beiden vertreten die Interessen von Real Madrid. Und einige haben gesagt, es geht sich bei diesen Gesprächen um die letzten Kleinigkeiten, um den Vertrag von José Mourinho. Doch! Laut dem AS und einiger spanischer Medien ging es nicht nur um José Mourinho, sondern auch um Spieler, die ein José Mourinho für sein Real Madrid haben möchte. Ja, und die Priorität, die aufgetaucht ist, ist ein Spieler, der abgestiegen ist und der es nicht in den Kader von Portugal für die WM geschafft hat. Und trotzdem verlangt West Ham 90 Millionen Euro. Lesen wir uns hierzu den Artikel von AS einmal gemeinsam durch. Die Krise bei West Ham eröffnet Matheus Fernandes neue Möglichkeiten. Jorge Mendes, der Berater von Fernandes und Mourinho, arbeitet bereits an einem Deal, der nicht einfach werden wird, aber für den Trainer Priorität hat. Nach mehreren Gesprächen mit der Führungsetage von Real Madrid hat José Mourinho klargestellt, dass neben der Verstärkung der Abwehr, wie bereits mit Konaté und Dumfries geschehen, die Stärkung und Belebung des Mittelfelds seine oberste Priorität ist. In den letzten Wochen wurden mehrere Namen mit dem Madrider Club in Verbindung gebracht. Doch einer sticht beim neuen Trainer besonders hervor:
Matheus Fernandes, der 21-jährige Mittelfeldspieler von West Ham United, einem Verein, der sich aktuell in einer schweren institutionellen Krise befindet. Der Londoner Verein musste in den letzten Tagen einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Der Präsident trat inmitten einer Reihe komplexer Probleme zurück, was zu einer äußerst angespannten Situation in der Vereinsführung führte. Dies zusammen mit dem Abstieg veranlasste viele Spieler, sich nach neuen Vereinen umzusehen, um den Abstiegskampf in der Championship zu entfliehen. Wie AS berichtet, zählt der Mittelfeldspieler in dieser Saison zu den Sensationen der Premier League. Tatsächlich war es überraschend, dass er nicht neben Cristiano Ronaldo, João Felix und Co. in Roberto Martinez WM-Kader berufen wurde. Manchester United und Chelsea zeigten als erstes Interesse an einer Verpflichtung des Spielers. Wie in England berichtet, liegt die Schätzung bei 90 Millionen Euro. Doch erfahrungsgemäß steigen die Kosten bei Transfers zwischen englischen Fußballmannschaften immer weiter an. Anders als bei Transfers mit Mannschaften aus dem übrigen Europa. Jorge Mendes, der Berater von Fernandes und Mourinho, arbeitet bereits an einem Transfer, der zwar nicht einfach werden dürfte, aber für den Trainer höchste Priorität hat. Wenn auch nicht die einzige. Mourinho ist von Fernandes Entwicklungspotenzial absolut überzeugt und dessen Aufstieg scheint grenzenlos, was auch den neuen Trainer von Real Madrid beeindruckt hat. Seine Nominierung für den WM-Kader war erwartet worden, doch die hohe Qualität und Quantität der Mittelfeldspieler im portugiesischen Fußball verhinderten letztendlich seine Teilnahme. Ja, wie gesagt, ihr habt es selber gelesen oder selber gehört, Matheus Fernandes soll eine absolute Priorität für José Mourinho sein. Er ist 21 Jahre alt, soll ein enormes Potenzial haben, wie ihr selber gelesen habt. Und Real Madrid streitet sich nicht nur mit Manchester United und Chelsea, sondern auch Paris Saint-Germain haben Interesse. Auf der einen Seite zeigt das natürlich, so falsch kann ein José Mourinho nicht liegen, wenn andere Top-Mannschaften auch an diesem Spieler interessiert sind. Doch wiederum, auf der anderen Seite, hat Real Madrid im finanziellen Poker gegen eine Mannschaft wie Paris oder Chelsea keine Chance. Naja, wenn Chelsea ihn kriegt, ist ja dann wiederum ein Enzo Fernandes vielleicht wieder auf dem Markt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, aber hier kommt natürlich der Wille des Spielers ins Spiel. Er müsste quasi einen Bellingham machen, wie er es damals bei Dortmund gemacht hat, und klar machen, West Ham verhandelt nicht mit Paris, verhandelt nicht mit Man U, mit Chelsea. Mein einziges Interesse ist Real Madrid. Das ist die einzige Methode, wie ich denke, dass Real Madrid eine Chance hätte, diesen Spieler zu bekommen. In den Sternen steht auch, wie viel dieser Spieler wert ist. Auf der einen Seite, wenn er wirklich so gut wäre, wäre ein Samu Costa vor ihm im WM-Kader von Portugal? Ist es ein Move von Jorge Mendes, der einfach nur seinen Spieler wieder überteuert verkaufen will? Also ganz ehrlich, ich hatte einen Matheus Fernandes nicht auf meiner Liste, aber ich hatte auch einen Hjulmand nicht auf meiner Liste. Grundsätzlich vertraue ich einem José Mourinho. Ich habe es euch damals schon berichtet, bei seinem ersten Transferfenster zu Real Madrid hat er damals schon ein sehr gutes Näschen bewiesen. Und daher meine Frage an euch. Wäre das ein sinnhafter Transfer für Real Madrid? Und welches Preislimit fändet ihr okay für einen Matheus Fernandes? Denn für mich sind 90 Millionen deutlich zu viel. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Summe, die meiner Meinung nach auch deutlich zu viel ist. Und ein Angebot, was vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat. Es sei denn, hört mir bis zum Ende zu. Ja, gestern hat Real Madrid es offiziell gemacht. Sie haben ein Angebot gemacht für 150 Millionen Euro für Julián Álvarez. Und hier fängt das ganze Rätselraten an. Fangen wir mit Punkt Nummer 1 an. Florentino Perez hat in einem öffentlichen Fernsehsender gesagt, Real Madrid wird mindestens 150 Millionen Euro anbieten für den größten Transfer in der Geschichte des Vereins. Warum sollte Florentino Perez überhaupt anfangen mit mindestens? Dann weiß der Verkäufer der Verein doch schon, ja, da wird hinterher noch mehr kommen. Also keine gute Verhandlungsstrategie von einem Florentino Perez. Ja, dann hat ein Fabrizio Romano, Ramon Álvarez Demón etc. berichtet, es handelt sich um einen Michael Olise. Und ich bin der festen Überzeugung, das war auch der Wunsch von einem Florentino Perez. Deshalb hat er auch geredet von einem Galactico-Transfer
Der hat nie gesagt, der Spieler ist so gut wie ein Cristiano Ronaldo oder Zidane oder was auch immer, was die jetzt alle Anti-Madridistas versuchen so zu drehen. Nein, er hat gesagt, der Transfer wäre von der Magnitude, von der Größenordnung wie so ein Transfer. Also das Beste, was es in der Welt des Fußballs zurzeit gibt. Das wollte Florentino damit sagen. Ja, aber eins ist uns allen klar. Als er über so einen Transfer geredet hat, meinte er niemals einen Julián Álvarez. Und versteht mich nicht falsch, Julián Álvarez ist für mich, das habe ich sogar in einem Podcast vor einem Jahr fast gesagt, für mich ein Ballon d'Or-Kandidat. Ich finde den Jungen überragend. Und habe gesagt, wenn der in der Top-Mannschaft spielt, könnte er ein Ballon d'Or-Anwärter sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, und so hat ein Fabrizio Romano das übrigens heute auch gesagt, gestern habe ich schon einen Short darüber gemacht und die Leute haben mich ausgelacht und inzwischen sagt Atletico Madrid das, Barcelona das und ein Fabrizio Romano auch. Ich glaube, hierbei handelt es sich ganz klar um ein Manöver von Florentino Pérez. Als er gemerkt hat, für 150 Millionen lacht Bayern ihn aus und sagt, das Angebot kannst du dir sparen, der ist unverkäuflich. Und als er gleichzeitig auch gemerkt hat, sowohl ein Vitinha als auch ein João Neves hat Al-Khelaifi direkt klar gemacht, unantastbar. Ja, dann musste ein Florentino Pérez aber trotzdem sein Versprechen halten. Ja, und dann hat er sich meiner Meinung nach dieses Manöver überlegt. Er wusste ganz genau, Atletico Madrid wird nicht ihren besten Spieler an den Hauptkonkurrenten, an den Stadtrivalen, an Real Madrid verkaufen. Auch nicht für 150 Millionen. Vor allem, wenn er vorher schon gesagt hat, das ist nur das Mindestangebot. Also, das ist auch der einzig logische Grund, warum Julián Álvarez. Also, das ist auch der einzig logische Grund aus vielen Aspekten. Aber fangen wir den ersten an. Wo soll der spielen? Also, links außen kann der spielen. Haben wir Vini. Haben wir einen Mbappé. Haben wir einen Rodrigo, wenn er wieder fit ist, etc. Brauchen wir nicht. Vorne im Sturm als falscher Neuner, das was er sein könnte, haben wir Kylian Mbappé. Der macht hier 50 Saisonspiele oder 60 Saisonspiele. Auch da wird ein Julián Álvarez nicht spielen. Dann haben wir noch das offensive Mittelfeld, die 10. Da haben wir einen Arda Güler, da haben wir einen Jude Bellingham und vielleicht sogar einen Nico Paz. Aber selbst ohne Nico Paz haben wir da schon einen Arda Güler, den Mann, der die meisten Torchancen kreiert in der Welt des Fußballs, und einen Jude Bellingham. Also auch da macht es keinen Sinn. Also warum sollte Real Madrid überhaupt Julián Álvarez holen? Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, abgesehen davon, dass das ein toller Fußballer ist. Das Erste, was keinen Sinn macht. Das Zweite, was keinen Sinn macht. Warum sollte Real Madrid in einem offiziellen Kommuniqué überhaupt mitteilen, dass sie dieses Angebot gemacht haben? Das haben die, glaube ich, in der Vereinsgeschichte bisher nur einmal gemacht. Und das war damals bei Kylian Mbappé, wo Real Madrid damit Paris so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen wollte, wo die gesagt haben, wir haben 200 Millionen Euro für Kylian Mbappé angeboten, ein halbes Jahr bevor sein Vertrag ausläuft. Aber Al-Khelaifi hat sich ausgelacht und hat gedacht, nee, danke Madrid, kein Interesse. Ja, warum macht Madrid das offiziell? Ganz einfach, damit ein Florentino Pérez sein Gesicht bewahren kann und sagen kann, ich habe ja ein Angebot gemacht, ich habe euch versprochen, ich mache ein Angebot, ich habe das Angebot gemacht. Und gleichzeitig spuckt er damit beiden Hauptkonkurrenten aber mal gewaltig in die Suppe. Atletico Madrid hat klargemacht, oder Real Madrid hat besser gesagt für die Fußballwelt klargemacht, Atletico Madrid hat gerade 150 Millionen Euro für Julián Álvarez abgelehnt. Wie verrückt kann man sein? Und gleichzeitig hat Real Madrid auch den Wunschtransfer, den Königstransfer vom FC Barcelona mal eben um 50 Millionen Euro nach oben getrieben. Barcelona hatte 100 Millionen geboten. Und wie möchte ein Atletico Madrid ihren Fans erklären, wir akzeptieren keine 150 Millionen Euro, aber akzeptieren dann 120 oder was von einem anderen Verein? Also dann würden die ja vor der ganzen Welt sich bloßstellen und zugeben, dass die Komplexe hätten vor Real Madrid. Also meiner Meinung nach hat ein Florentino Pérez, als er gemerkt hat, Olise kriege ich nicht, Vitinha kriege ich nicht, Neves kriege ich nicht, das sind die einzigen Transfers, wo ich gedacht hätte, die sind vielleicht so auf einem Level von Transfersinne her wie ein Kaká, Zidane etc., Ronaldo. Und als er gemerkt hat, das geht nicht, hat er sich gedacht, so, mit diesem Zug spucke ich den beiden Hauptkonkurrenten deutlich in die Suppe. Das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Denn warum sollte Real Madrid überhaupt sonst auch diese Rejection in einem offiziellen Statement bekannt geben? Warum sollten die sich die Blöße geben? Ganz einfach. Sie wollten der Welt, der Fußballwelt zeigen, Atletico Madrid akzeptiert nicht mal 150 Millionen. Ja, wie gesagt, und jetzt muss jeder Madridista das für sich selber entscheiden.
Viele Madridistas haben gesagt, Gott sei Dank hat Atletico Madrid nicht Ja gesagt, sonst hätten wir 150 Millionen für Alvarez bezahlen müssen, für eine Position, wo wir keine Not zurzeit haben. Und jetzt können wir dieses Geld benutzen für die Position, wo wir wirklich Unterstützung brauchen. Zum Beispiel ein Matheus Fernandes, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich nicht für 90 Millionen. Andere sagen, ein Florentino Perez hat die eigenen Socios belogen, nur um die Wahl zu gewinnen. Naja, jeder muss für sich selber entscheiden, in welchem Lager der da ist. Meiner Meinung nach, wie gesagt, wollte er die Fans nicht belügen, aber der wollte sich auch keine Breitseite von Bayern und Paris abholen, wollte sich da nicht bloßstellen und hat dann dieses Manöver erfunden, um zumindest, wie gesagt, den anderen beiden, jetzt sage ich es zum 3. Mal, in die Suppe zu spucken. Meiner Meinung nach entscheidet sich, ob dieser Move ein guter war am Ende des Transferfensters. Wenn Florentino Perez diese 150 Millionen schlau und gut investiert in einen Guardiol, in einen Sechser, sei es ein Matheus Fernandes oder ein anderer, wo ihr sagt, der hilft Real Madrid. Wenn Real Madrid dieses Geld schlau und gut investiert, ja, dann kann ich mit dem Move von einem Florentino Perez leben. Wenn Real Madrid aber jetzt keinen mehr kauft und das Ganze nur ein Bluff war, dann finde ich, dass das keine saubere Aktion von Florentino Perez war und so kenne ich ihn eigentlich auch nicht. Ja, wie gesagt, das alles ist natürlich meine Meinung. Du kannst natürlich eine komplett andere haben. Wenn du eine andere hast oder die gleiche, lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, dann nutze es jetzt aus, dann schaffst du es noch unter die ersten 30.000 und tust mir einen Riesengefallen, machst mir eine Riesenfreude. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich nicht mit wieder solchen verrückten Transfergerüchten. Also, bis dahin. A la Marie!